jetzt zu Weihnachten passieren doch noch Wunder. Es geht endlich weiter mit der Kings of War Northern Alliance Armeeaufbauserie. Damit Servus da draußen und ich möchte mich gleich mal als erstes dafür entschuldigen, dass das jetzt so lange gedauert hat mit dem zweiten Teil zur Serie. Das hatte verschiedene Gründe. Ein Grund war natürlich dann das ganze Thema mit Corona. Da habe ich dann auch andere Sorgen ein bisschen gehabt in den letzten Monaten, beziehungsweise mich auch ein bisschen um andere Projekte gekümmert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und hatte einfach für mich nicht so ganz die Notwendigkeit gesehen, hier am Projekt jetzt wirklich dann weiterzumachen über den Sommer, beziehungsweise im Sommer, über den Sommer hinweg hatte ich eh nicht so viel Zeit, irgendwas zu bauen und fürs Hobby zu machen. Aber es war eben durch die Situation so, dass ich mir gedacht habe, ich komme in nächster Zeit sowieso nicht zum Spielen von Kings of War, weil eben in meiner Spielergruppe mit den Leuten, wo ich normalerweise spiele, niemand Kings of War spielt und so sehr auch anscheinend daran interessiert ist. Daher ist der Fokus ein bisschen auf andere Systeme gewandert in dieser Zeit. Aber nichtsdestotrotz geht es hier jetzt weiter. Pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag heute mit dem zweiten Teil. Und zwar, wie schon im letzten Video, also im ersten Teil der Serie, ich werde euch das Video hier jetzt rechts nochmal verlinken, falls hier irgendjemand ist, der den ersten Teil noch gar nicht kennt, dann macht es vielleicht Sinn, zuerst diesen anzuschauen. Und wie ich dort eben gesagt habe, der Start der Armee soll erfolgen über die 2-Spieler Starterbox mit der Northern Alliance und den Nightstalkern, die auch hier rechts im Hintergrund noch zu sehen ist. Ich habe auch hier mich erstmal nur auf die Northern Alliance konzentriert und eben wie ich damals schon auch im Video erwähnt hatte, die Armee genau so gebaut. Das sind jetzt ungefähr 700 Punkte und besteht eben aus den folgenden Einheiten. Ich habe hier eine Heldin, das ist ein Icekin Master Hunter. Schauen, ob das mit dem Licht ein bisschen besser geht. Das ist eine Heldin mit einem Bogen, ist in der Box eben wie gesagt mit dabei. Dann hier auf der linken Seite 2 identische Regimenter, Clansmen. Es gibt dann auch die Variante mit den Zwergen, aber dafür gibt es, soweit ich weiß, aktuell noch keine Figuren. Die sind auch eben nicht in der 2-Spieler Starterbox drin, daher das die normalen Human Clansmen, 2 Regimenter. Dahinter aus dem gleichen Gussrahmen gebaut, hier die Pack Hunters. Das ist eben der gleiche Bausatz wie die Clansmen, nur eben mit anderer Bewaffnung. Hier dann auf der hinteren Seite rechts haben wir die 3 Schneetrolle, die dann ebenfalls noch in der Box sind hier. Auch wie man schon sieht, ich habe hier alle Figuren auf die Multibases gegeben, die ich extra noch gekauft habe, weil ich das so eben von Haus aus machen wollte und eben nicht einzelne Bases verwenden wollte. Und eben hier dann noch zum Abschluss sind diese Schneefüchse. Ich habe da, glaube ich, im letzten Video gesagt, es sind pro Gussrahmen ist ein Modell dabei, aber genau beim Zusammenbau habe ich dann gesehen, es sind 2 Schneefüchse pro Gussrahmen, 4 Gussrahmen hat man mit den Waffen. Daher kommt man insgesamt sogar auf 8 von den Schneefüchsen. Das passt genau so wie hier 6 Modelle oder eben eventuell 5 Modelle zu nehmen für einen solchen Schwarm. Und so habe ich sie, wie auch damals im ersten Video schon erwähnt, auch zusammengebaut. Und das ergibt somit jetzt eine aktuell vollwertige 700 Punkte Armee
für Kings of War. Und wie ich auch ebenfalls im letzten Video, glaube ich, erwähnt hatte, nur wieder zur Information für Leute, die die Box vielleicht nicht kennen, diese Schneefüchse hier, die sind zwar nicht auf der 2-Spieler-Starterbox angegeben, weder beim Bild der Einheiten dabei noch hinten beim Inhalt, bilden aber mehr oder weniger eine zusätzliche Einheit. Die zweite Möglichkeit, die man noch hätte, wäre eben diese als Marker zu verwenden für die Spezialsonderregel der Northern Alliance. Es gibt eine Reihe von Charaktermodellen, die können einen Schneefuchs mitnehmen, und wenn sie das tun, das kostet glaube ich 5 Punkte pro Modell, wenn sie so einen Schneefuchs mitnehmen, dann bekommen sie eine Attacke mehr im Nahkampf. Und ich habe jetzt noch 2 von den Schneefüchsen eben übrig, daher hätte ich die Möglichkeit, diese Modelle noch in die Richtung zu bauen auf einzelnen Basen, um eben diese Zusatzattacken, diese Schneefuchs-Aufrüstungen bei meinen Charaktermodellen in späterer Folge dann zu markieren. Ich glaube aber, diese Icekin Master Hunter Heldin hätte diese Regeln nicht. Ich habe jetzt noch einmal nachgesehen und wie ich es mir dachte, diese Heldin hat diese Aufrüstung nicht, sondern die 5 Punkte Schneefuchs-Aufrüstung ist dann eben eher für die Nahkampfcharaktere gedacht. Und dort, soweit ich gesehen habe, ist das auch überall dabei. Ja, also wie gesagt, mir gefällt das schon sehr gut, auch was hier so steht. Wie gesagt, sind das eben rund 700 Punkte, die ich hier jetzt habe. Alles soweit mal gebaut, dass man auch spielen könnte. Wie man es hier bei den Schneefüchsen auch sieht, sind die Modelle nur mit Butterfix befestigt auf den Multibasen, um sie dann später für die Grundierung und Bemalung wieder runterzunehmen. Aber so hätte ich zumindest mal die Möglichkeit, erste Spiele zu spielen und noch ein paar Infos zu den Einheiten selbst. Also die Packhunter hier, die sind mit den Javelins ausgestattet, die sie eben werfen können. Und da gibt es auch zum Beispiel hier auf der Hinterseite, bei diesem linken Modell habe ich es angebracht, dieses Set, also quasi so Ersatz-Javelins, die dabei sind, die habe ich hier auf einem Modell angebracht, gleich wie hier bei diesem Modell der Rucksack. Das sind so Zusatzbausätze, die man nicht anbringen muss, also so Bits, die man jetzt nicht unbedingt benötigt, aber ich denke mir vom Thema her passt das ganz gut, und daher habe ich auch bei jeder Einheit versucht, solche Details dann auch mitzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche Auswirkungen haben, soweit im Spiel glaube ich nicht, das ist wirklich nur Deko. Und ich habe auch zum Beispiel hier darauf geachtet, noch bei den Backhuntern, dass das alles weibliche Köpfe sind. Also dort habe ich nur weibliche Köpfe verwendet. Hatte ich so im Kopf, das wäre vielleicht ein ganz interessanter Gedanke, da ein bisschen auf solche Sachen auch zu achten. Das heißt, diese Backhunters sind nur weiblich bei mir, haben dann auch die Möglichkeit, dementsprechend aus Entfernung und so, also ich glaube, die haben Pathfinder oder so etwas als Sonderregel, wo sie sich durch Gelände durchbewegen können ohne Abzüge. Und dann hier diese beiden größeren eben Clansman-Regimenter sind eigentlich identisch, 2x16 Figuren. Das Regiment selbst hätte normalerweise 20 Figuren, aber das ist ja nicht so tragisch bei Kings of War. Und hier habe ich auch geschaut, zum Beispiel die Waffen ein bisschen zu mixen. Und ich habe hier dem ersten Modell, also hier den Chef, habe ich immer mit diesem größeren Geweihaufsatz hinten. Das ist so eine Art Rucksack gekennzeichnet. Habe auch bei diesen Anführern, auch wenn es jetzt keine Anführer speziell gibt in den Einheiten, habe ich das trotzdem ein bisschen markiert. Die haben dann auch zusätzlich noch eine Axt eben als Waffe bekommen, und auch sonst wieder das Thema mit den verschiedenen eben hier ein Rucksack. Ich glaube, das war auch genau hier sind 2 Rucksäcke dann auch noch dabei, um das Ganze wieder aufzubauen. Die sind eben mit Handwaffe Schild bewaffnet.
keine Javelins, daher auch hier diese Zusatz-Javelins nicht dabei. Und eben bei dem zweiten Regiment das gleiche. Hier ist wieder der zweite von links, ein Anführermodell quasi für das Regiment, auch wenn es wie gesagt so etwas nicht gibt bei Kings of War. Und auch wieder, ich habe hier das Geweih genommen als Aufsatz hinten und eben wieder die Axt als Waffe, um das zu kennzeichnen. Und tatsächlich haben sie auch dasselbe Schild. Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Auf das habe ich nicht geachtet, auf den anderen Rest schon. Und eben sie haben zwei unterschiedliche Köpfe, um sie doch ein bisschen auch voneinander wieder abzuheben, weil man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten bei Kings of War, bei den Figuren von Mantic. Aber von der Qualität her muss ich sagen, passt das genau für so eine Art von Spiel. Also man braucht hier viele Figuren und dafür ist das genau richtig. Die Details sind eigentlich ganz gut, einigermaßen scharf. Es sind jetzt nicht die Mega-Figuren und man kann aber auch sagen, es gibt an und für sich keine Probleme beim Zusammenbau. Das Einzige, was ich nur hatte, und da bin ich selbst schuld, weil ich nicht ganz aufgepasst habe, es gibt zwei Arten von Schilder, die dabei sind, die zusätzlich noch einen Oberarmteil haben, der extra anzukleben ist. Und bei der ersten Figur, wo ich diese verwendet habe, ist mir das zu spät aufgefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, sehen tut man sowieso nirgends. Aber dort habe ich, glaube ich, tatsächlich das Schild einfach so angeklebt und erst im Nachhinein, als ich dann diese anderen Schilder mit den zwei Teilen geklebt habe, ist mir aufgefallen, hoppla, da ist was falsch gewesen. Aber okay, ist nun mal passiert, fällt hier in der Masse sowieso nicht auf und damit alles gut. Und auch hier bei den Schneetrollen muss ich sagen, von der Qualität her gefällt es mir eigentlich ganz gut. Auch was mir hier aufgefallen ist, ich habe hier dem quasi Chef, sage ich jetzt wieder mal, diese Keule gegeben und habe dann im Nachhinein gemerkt, dass auf der Verpackung sie genau gleich zusammengebaut sind, weil man hat nämlich auch ein paar Ersatzteile dabei. Also hier für die Trolle ist jede Waffenarm, also die vorderen Arme, die sind fix, aber die Waffenarme, eben die Keule oder die Steine, sind jeweils dreimal vorhanden. Das heißt, da hat man ein bisschen Möglichkeit und man hat auch insgesamt 6 Köpfe dabei. Das heißt, man könnte da auch ein bisschen variieren, vor allem wenn man dann mehr Trolle hat und sich noch welche besorgt. Und auch bei der Heldin ist ein zweiter Kopf dabei und auch ein Arm, eben mit einem Messer. Genau hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube nicht wirklich. Das wäre der zweite Kopf von ihr. Und eben dann gibt es noch einen Dolch bzw. einen Arm mit Messer, den man ersatzweise auch noch anbringen kann. Somit hat man auch ein bisschen Auswahl und dadurch, dass eben auch die Infanterie eben auf 2 Arten und Weisen gebaut werden kann, entweder als Backhunters oder als Clansman, hat man auch hier alle Waffenoptionen dabei, die man benötigt. Und somit alles, was irgendwie notwendig ist. Ja, und wie wird es jetzt hier dann weitergehen beim Projekt? Also dadurch, dass jetzt eben Winter ist, wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel sein mit Bemalen von Figuren, weil ich kann nur im Freien grundieren und das wird nicht wirklich gut, wenn es zu kalt ist, dass wir die eh alle wissen. Daher wird da, wenn nicht wirklich temperaturmäßig irgendwann mal Ausreißer dabei sind, wird da in nächster Zeit wahrscheinlich nichts gehen in Richtung Bemalung. Aber auf jeden Fall, es wird weitergehen, auch tatsächlich in nächster Zeit. Ich habe mir mittlerweile für die 1000 Punkte, um diese voll zu bekommen, jetzt schon eine Box mit den Figuren von Vanguard geholt, wo eben eine Ice Queen, ein
Kavalleriemodell und ein Heldenmodell, ein anderes noch drinnen ist, ein Nahkampfheldenmodell. Die Figuren habe ich mir geholt, also diese Box. Damit habe ich die angekündigte Zauberin dann schon für die Armee und ebenfalls geholt habe ich mir eine Frostfang Kavallerie-Box von der Northern Alliance und diese beiden Einheiten zusammen, also die Kavallerie und die Ice Queen, passen genau für die 1000 Punkte Liste und damit mit dem, was hier steht, plus diesen 2 Einheiten, die noch kommen, habe ich dann die 1000 Punkte voll, inklusive Magie, die ich ja auch unbedingt dabei haben wollte und bin schon am Weiterplanen in Bezug auf 2000 Punkte. Und hier ist die Entscheidung jetzt auch erstmal gefallen, dass ich mir mindestens eine Mega Army Box holen werde, beziehungsweise ich habe sie schon bestellt, denn dort habe ich alles drinnen, was ich brauche oder fast alles. Und zwar der aktuelle Plan sieht so aus, dass hier als nächstes eine Horde dazu kommt, und zwar der Ice Naiads, also mit diesem Ensnea, wo sie um 1 schlechter zu treffen sind, wenn sie in der Front angegriffen werden, und eben der Regeneration 5 Plus müsste das, glaube ich, sein. Denke ich mir, dürfte das eine ganz interessante Einheit sein. Es sind aber in der Mega Army Box nur 20 Modelle drinnen und für eine Horde brauche ich daher noch ein Regiment. Aus dem Grund habe ich mir die Mega Army Box eben bestellt und noch ein getrenntes Regiment von den Ice Naiads. Damit komme ich dann auf die Horde und dort in dieser Mega Army Box sind dann eben auch genug Figuren drinnen, um aus den Trollen, aus dem Regiment hier, eine Horde zu machen, also sprich doppelt so groß und das Ganze sogar 2-mal. Und da ich dort nur 5 Modelle verwenden werde, also 3 in der vorderen Reihe und 2 hinten, bleiben dann sogar noch 2 Modelle insgesamt übrig. Müssten 2 Modelle dann übrig bleiben. Und als weiterer Held dann für 2000 Punkte ist eben dann auch noch ein Snow Troll Prime dabei, den ich aktuell auch mal eingeplant habe. Vielleicht gibt es bessere Optionen, weiß ich noch nicht, muss ich mir erst noch ansehen. Und dann sind eben noch weitere Einheiten dabei, wie zum Beispiel die Huskarls, also ein Trupp mit 10 Modellen. Und das gleiche trifft dann auch zu für die Ice King Hunter und ja, Half-Elf Berserker, glaube ich. Also die werde ich dann auch mal probieren. Und mit dem insgesamt komme ich dann auf die vollen 2000 Punkte und hätte sogar ein bisschen mehr, weil in der Mega Army Box sind eben neben diesen Einheiten dann auch noch, ich glaube, 30 oder 20 von den Backhuntern dabei, beziehungsweise Clansmen. Die werde ich dann erstmal aufbehalten und würde so mal im Groben auf die vollen 2000 Punkte kommen. Natürlich die Kavallerie, von denen ich aktuell 3 dann habe, auf 1000 Punkte, die werden auch noch erweitert auf eine komplette Horde, weil es ist eben so, dass in der Vanguard-Box ein Kavallerist noch drinnen ist von der Frostfang Kavallerie und ein Tain ist, glaube ich, als Charaktermodell in der Mega Army Box dabei. Und wenn ich die 5 Modelle dann verwende, da ich den Tain eh nicht spiele als Held, dann kann ich damit auch eine Horde der Frostfang Kavallerie aufbauen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für dieses Video. Ich habe jetzt wieder ewig und einen Tag gelabert. Falls ihr es soweit bis hierhin ausgehalten habt, würde es mich noch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und gerne dem Video auch einen Like da lasst. Und wenn wir vielleicht ein bisschen über das Thema hier diskutieren, Listenkonzept, Listenidee, was ich mir so vorgestellt habe, was findet ihr davon? Gefällt euch das Ganze? Oder habt ihr vielleicht andere Listen, Ideen und Konzepte? Gern alles damit dann in die Kommentare. Und damit hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin, tschüss.